Herzlich willkommen zu meinem neuen Video auf diesem Kanal. Dies hier ist Teil 2 meiner neuen Reihe HTML lernen für Anfänger. In diesem Video geht es um ein paar einfache Tags für unsere Webseite, die wir ja beim letzten Mal erstellt haben. Da hatten wir ja die beiden Bereiche von HTML kennengelernt, den Head und den Body, und auch wie Tags geöffnet und geschlossen werden, hatte ich gezeigt. Heute werden wir uns wie gesagt mit neuen einfachen Tags befassen und dafür gehen wir erst einmal wieder in unseren Editor. Hier sieht man die letztens erstellte Überschrift mit dem Tag H1. Das hatten wir im letzten Video gemacht. Da. Und jetzt gibt es aber nicht nur die Überschrift H1, sondern es gibt noch 5 weitere, nämlich H2, H3, H4, H5 und H6. Und wenn ich jetzt diese Überschriften einfach mal hier einfüge und da auch Hello World schreibe, also H2, nee, mit der Autokorrektur, Autovervollständigen geht es anders, dann H2, Hello World, dann das gleiche nochmal bei H3, H4, H5 und H6. Und wenn wir jetzt die Datei speichern und die uns mal anschauen und die Seite aktualisieren, sehen wir, dass jetzt hier die Überschriften unterschiedlich groß sind. Dabei sieht man, dass H1 die größte ist, dann die zweitgrößte ist H2, die drittgrößte H3, viertgrößte H4, fünftgrößte H5 und die kleinste ist H6. Das heißt, H1 ist das größte und dann einfach absteigend von der Größe. Auf einer Seite sollte man die H1-Überschrift eigentlich nur einmal verwenden, weil die in Suchmaschinen auch höher beachtet wird. Also die Suchmaschinen geben dir einen höheren Wert und die anderen 5 Überschriften kann man eigentlich beliebig oft verwenden. Ein weiterer Tag ist der Paragraph. Der Tag dazu ist einfach nur ein P. Den füge ich jetzt mal ein und beim Paragraph ist es so, der hat schon einen vorformatierten Abstand nach oben und auch zur Seite und nach unten. Und da füge ich jetzt einfach mal einen Lorem Ipsum Text ein. Da sieht man jetzt, das ist alles sehr verwirrend da jetzt aufgelistet. Und wenn wir die Datei jetzt einmal speichern und die uns anschauen, sehen wir, dass die ganzen Zeilensprünge aus der Datei überhaupt nicht übernommen wurden, sondern die einfach immer noch genauso aussehen. Und das Coole am Paragraph ist auch, die passen sich dann an diese Wörter, an die Fenstergröße. Um jetzt aber einen Zeilensprung zu bekommen, können wir eben nicht einfach die Enter-Taste drücken. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel an einer gewissen Stelle, nehmen wir mal die da hier, wenn ich da jetzt einen Zeilensprung haben will, kann ich nicht Enter drücken. Das würde nicht funktionieren. HTML hat dafür auch wieder einen eigenen Tag und der heißt BR. Das Besondere an diesem Tag ist, der muss nicht geschlossen werden, weil da ist ja kein Inhalt. Der sagt ja einfach nur dem Browser, dass jetzt eine neue Zeile beginnen soll. Und wenn wir das jetzt einmal abspeichern und uns anschauen, sehen wir, dass jetzt hier ein Zeilensprung eingefügt wurde und der ist auch jetzt immer, wenn man die Fenstergröße ändert, immer dabei. Und auch beim Auswählen dieses Textes sieht man, dass jetzt da an dem Punkt ein Cut gesetzt wird. Dann gibt es noch einen einfachen Tag, nämlich den HR-Tag. Der fügt einfach eine horizontale Linie zwischen 2 Punkten beziehungsweise auch unter einem Punkt ein. Und den würde ich jetzt gerne mal zwischen den Überschriften und dem Paragraphen einfügen. Dazwischen sollen aber ein Zeilensprung oben drüber und ein Zeilensprung unten drunter sein. Das heißt erst BR, dann eben den HR und dann noch einmal BR. Und jetzt speichern wir es einmal und schauen es uns an. Dafür müssen wir erst wieder die Seite aktualisieren. Und jetzt sehen wir hier eine horizontale Linie
Und diese zwei blauen Striche da sind diese Zeilensprünge. Wenn man es markiert, dann sieht man die nämlich. Ja, also ist eigentlich ein relativ einfacher, simpler Tag, der aber dennoch immer mal wieder gebraucht wird. So, dann gibt es auch noch ein paar Tags zur anderen Textdarstellung. Zum Beispiel einen, der den Text fett werden lässt. Der Tag ist nämlich der B-Tag. Jetzt erstmal in die neue Zeile und dann einmal hier B. Und alles, was wir da reinschreiben, wird dann fett dargestellt. Ich schreibe jetzt einfach mal ran, ich bin ein fetter Text oder sowas. Dann speichern wir das und schauen uns das mal an. Da sieht man, der ist jetzt fett dargestellt, genauso wie auch Überschriften. Dann gibt es noch einen Tag, nämlich den Strong Tag. Der macht genau das gleiche, nur wird anders halt geschrieben. Und wenn wir das jetzt einmal speichern und da anschauen, sieht man, sie sind exakt gleich und in einer Zeile, weil es da eben keinen vorgefertigten Abstand gibt, sondern dazwischen müssten wir jetzt wieder ein BR einfügen, damit die in zwei unterschiedlichen Zeilen stehen. So, jetzt stehen sie in zwei unterschiedlichen Zeilen. Dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit, nicht zum Fettschreiben, aber zum Kursivschreiben. Das ist der I-Tag. Dafür fügen wir jetzt auch gleich ein BR ein, damit es in unterschiedlichen Zeilen steht. Und dieser Tag schreibt alles eben kursiv. Speichern wir und schauen es uns an. Da sieht man es. Und jetzt gibt es noch die Möglichkeit, kursiv und fett zu mischen. Dafür schreiben wir einfach beides davor. Dazu schreiben wir jetzt nämlich einmal den Tag B. Der wird jetzt hier automatisch schon geschlossen, aber dieser Schließtag, der muss da weg, der muss ganz ans Ende. Das heißt nämlich, alles zwischen B soll fett darstellen und dann kommt I und dann quasi zwischen B und I soll fett und kursiv geschrieben sein. Ja, das war's dann auch schon wieder mit dem Video, in dem wir uns mit einfachen Tags beschäftigt haben. Im nächsten Video geht es dann um Attribute und welche Tags Attribute brauchen. Falls euch das Video gefallen hat, gebt ihm gerne einen Daumen nach oben und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert diesen gerne auch noch. Und ja, das war's mit dem Video.